Du hast dir eine 3000 Watt Endstufe für dein Auto gebaut, aber bist der Meinung, dass sie die 3000 Watt nicht leistet und irgendwie ist es nicht laut genug. Wie du das überprüfen kannst, dazu noch relativ günstig und warum eine 3000 Watt Endstufe nicht unbedingt 3000 Watt leisten kann, das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Daniels Kramladen. Wie schon im Intro angeteasert, heute geht es um die Leistungsmessung von Endstufen. Gucken wir uns zuerst mal an, wie man es normalerweise macht. Und zwar, ich habe hier mal so ein kleines Schaubild gemacht. Das ist quasi das Prinzip einer Leistungsmessung auf dem Prüfstand. Ja, wie man es halt im Internet sieht. Wir haben eine Endstufe, dort wird ein Sinussignal reingegeben. In unserem Fall sind es jetzt 40 Hertz. Ich habe eine bekannte Last, das heißt ein Widerstand mit großer Belastbarkeit, 4 Ohm oder 2 Ohm oder 1 Ohm, je nachdem, was ich messen will. Und ich habe ein Digitalvoltmeter, das auf die Messung von Wechselspannung eingestellt ist und das Ganze natürlich in True RMS auch misst. Das ist ganz wichtig. Wir wollen eine RMS-Messung machen. Dementsprechend muss das Messgerät auch RMS können, also die Messung bzw. das, was gemessen wird, in RMS umrechnen. So wäre das Schaubild. Und wir könnten jetzt anhand, wenn wir jetzt eine Spannung berechnet haben, wir wissen ja, wir haben einen Widerstand genommen, 4 Ohm, wir haben gemessen 100 Volt und nach der Formel könnte man dann zum Beispiel jetzt die Leistung ausrechnen bei 100 Volt und einem 4 Ohm Widerstand, wie viel Leistung, also P in unserem Fall, die Endstufe machen würde. Das Ganze hat allerdings einen Haken oder mehrere Haken sogar. Und zwar gibt es Hürden und Probleme bei dieser Prüfstandmessung. Als erstes muss die Endstufe ausgebaut werden. Dazu brauchen wir natürlich ein sehr starkes 12 Volt Netzteil oder diverse Akkus, damit wir im ausgebauten Zustand die Endstufe adäquat mit Strom versorgen können. Wir brauchen einen Widerstand, der einmal die korrekte Ohmzahl hat, zum Beispiel 4 Ohm, aber er muss halt eben auch die Leistung, die er zugeführt kriegt, in Wärme umsetzen können, ohne dabei kaputt zu gehen. Und was wir natürlich auch brauchen, es ist eine Signalquelle. Das heißt, ich habe meinen Prüfstand aufgebaut, ich habe ein super potentes Netzteil da angeschlossen, habe auch einen Widerstand gefunden. Ein Radio muss natürlich auch noch her oder ein USB, MP3-Player, irgendwie sowas, um Signale, in diesem Fall sind es Sinussignale, abspielen zu können. Eine deutlich bessere Lösung für den 0815-Anwender und praktikable Lösung ist die In-Car-Messung. Das heißt, wir lassen die Endstufe im Auto, die ist dort bereits verkabelt. Wir gehen mal davon aus, dass sie auch über genug Strom verfügt. Das heißt, es sind LTOs verbaut oder AGM-Batterien. Es sind dicke Kabel bereits verlegt, 50 Quadrat oder mehr. Es verfügt über eine Signalquelle, weil wenn die Endstufe im Auto eingebaut ist, hat sie in der Regel ja auch natürlich ein Radio als Signalquelle. Und sie verfügt im Idealfall über eine entsprechende Last. In unserem Fall sind das Lautsprecher, Subwoofer, die auch die zugeführte Leistung kurzfristig aushalten, ohne kaputt zu gehen. Für jemanden, der mal eben die Endstufe messen will, vor allen Dingen in Anbetracht oder in Hinblick darauf, was sie im Auto leistet, ist es natürlich besser, wenn man sie in ihrem Umfeld, also dem Auto, lässt, wo dann halt eben auch Faktoren wie die Stromversorgung mit einfließen und halt eben auch die entsprechenden Lautsprecher als Last. Hier sehen wir jetzt nun den Messaufbau, wie so eine Leistungsmessung im Auto stattfindet. Hier brauchen wir jetzt genau 2 Messgeräte. Wir brauchen einmal eine Stromzange für die Strommessung und wir brauchen nochmal ein Messgerät für die Spannungsmessung im Wechselspannungsbereich. Also wir wollen Wechselstrom messen mit der Zange und Wechselspannung mit einem Digitalmultimeter. Welche beiden oder welches Multimeter ich vorschlage, das zeige ich euch jetzt mal kurz, welches ich empfehle. Es sind 2 identische Messgeräte, um das Ganze einfacher zu machen. Die habe ich bei Amazon bestellt. Link habe ich in die Videobeschreibung gepackt. Das Stück kostet um die
46, 47 Euro. Und ja, es ist eigentlich ein ganz normales digitales Multimeter mit integrierter Stromzange. Das brauchen wir halt. Normale digitale Multimeter messen halt bis 10 Ampere maximal. Und wir haben ja, oder es ist ja mit deutlich mehr Strom zu rechnen. Gerade wenn man jetzt ja, sehr stromstarke Endstufen hat, die ihre maximale Leistung erst an sehr niedrigen Impedanzen bereitstellen. Und in meinem Fall ist das halt eine Sound Digital 8000.1 Evo X in der 1 Ohm Version. Und wer das Ohmsche Gesetz sich schon mal angeguckt hat, der weiß halt, je kleiner der Widerstand, umso höher wird der Strom bei gleicher Spannung. Und ja, dementsprechend müssen wir natürlich gucken, dass wir ein Werkzeug haben, ein Messgerät haben, das entsprechend das darstellen kann oder anzeigen kann, beziehungsweise messen kann. Und diese, ich sage jetzt mal 50 Euro Stromzange ist in der Lage, tatsächlich, wir sehen es hier, bis zu 600 Ampere zu messen. Das ist sehr viel, das brauchen wir nicht unbedingt, aber mehr ist immer besser. Und was wir hier auch sehen ist, wir können halt in Gleichstrom und Wechselstrom messen bis 600 Ampere. Und das Ganze ist halt eben wie ein normales Digital-Voltmeter. Das heißt, wir haben, oder Digital-Multimeter, wir haben hier unten die Anschlüsse, die Kabel sind entsprechend dabei, sondern so ein kleiner Temperaturfühler dabei, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt hier um diese Messkabel. Das heißt, wir werden das Gerät jetzt mal einschalten. Hier haben wir die Messung. Wir müssen dann hier, wir sehen momentan, die Messung ist eingestellt auf DC, also Gleichspannung. Wir wollen aber Wechselspannung messen, weil das ja nun mal auch unser Musiksignal ist. Es besteht ja nun mal aus verschiedenen Wechselspannungen. Und schalten hiermit mit dieser Taste halt um auf AC. Und genauso machen wir das dann halt auch im Strombereich. Das heißt, wir gehen in den Großbereich, 600 Ampere. Und auch hier sehen wir, DC müssen erst aktivieren auf AC. Und was halt auch noch wichtig ist, wir haben hier ein Max-Min und den aktivieren wir, indem wir einfach hier drauf drücken. Das heißt, jetzt steht er auf Max. Und das Besondere an der Sache ist tatsächlich, er speichert jetzt oder er zeigt immer den höchsten Wert an. Das heißt, wir können uns, wenn wir gleich im Auto die Leistung messen, können wir uns auf die kleine Fernbedienung konzentrieren, mit der Clipping-LED so lange hochdrehen, bis die Clipping-LED angeht, drehen dann gleich wieder runter und die Messgeräte halten den zuletzt am höchsten gemessenen Strom bzw. die am höchsten gemessene Spannung und wir müssen nicht alles gleichzeitig filmen. Das ist eigentlich sehr praktisch und macht das Ganze bequemer. Also ihr müsst natürlich oder halt ihr könnt natürlich für die Messung jedes andere Messgerät nehmen. Wichtig sind folgende Sachen. Erstmal, es muss Strom messen können. Das heißt, in der Regel braucht man ein Messgerät, das Strom messen kann, also so eine Stromzange. Es muss in der Lage sein, Strom wie auch Spannung als Wechselspannung bzw. Wechselstrom messen zu können. Und ganz wichtig, wir brauchen die Möglichkeit der True RMS Messung. Das ist wichtig, das heißt, wir wollen ja nicht, wenn wir uns einen Sinus vorstellen, die Peak-Peak-Spannung, sondern die gemittelte Spannung durchlesen. Wer dazu mehr wissen möchte, dem empfehle ich entsprechenden Artikel in Wikipedia bzw. Elektronikfibel. Ich verlinke euch da mal was in der Videobeschreibung, was True RMS bedeutet. Auf jeden Fall, damit die errechneten Angaben später stimmen, müssen beide Messgeräte diese True RMS Messung haben. Das ist wichtig. Was halt eben nice ist, das habe ich ja gesagt, ich deaktiviere das mal, wenn man länger drauf drückt, das ist dieser Max-Speicher. Minimal brauchen wir jetzt in diesem Fall nicht. Das stellen wir nachher beide auf Max-Messung oder auf Max-Speicher, dass sie halt die gemessenen Höchstwerte quasi ablegen. Okay, zurück zu unserem Schaubild. Ich habe ja was zu den Messgeräten gesagt, wie die benutzt werden. Also nochmal, wir brauchen 2 davon, hat man ja gesehen, habe ich auch gekauft. Und das ist das relativ angenehme
Beide Messgeräte kosten gerade mal 100 Euro, wenn man sie im Angebot kriegt, vielleicht auch nur 90. Man kann sie überall benutzen und es ist deutlich günstiger, als entsprechend ein dickes Netzteil zu kaufen, als entsprechend einen dicken Lastwiderstand sich zu besorgen. Das wird alles deutlich teurer und wir können hier mit gut 100 Euro an Messmöglichkeiten im Endeffekt genauso viel ermitteln. Zwar jetzt nicht an einem bekannten Last, sondern an unseren eigenen Lautsprechern, die wir haben. Und hier gibt es eine Kleinigkeit noch zu beachten, und zwar, wir messen jetzt an einem oder mehreren Lautsprechern die abgegebene Leistung. Deswegen brauchen wir zum einen 2 Messgeräte, weil ein 4 Ohm Lautsprecher nicht immer oder so gut wie nie 4 Ohm hat. Da muss ich jetzt einmal kurz abschweifen. Ein Lautsprecher ist eine komplexe Last, der sich in einem Gehäuse je nach Frequenz einen anderen Widerstand hat. Das habe ich jetzt mal hier aufgezeichnet, und zwar, ich habe jetzt in dem Kleinlastbereich mit dem Dayton Audio DATS V3 mal die Impedanzkurve gemessen von dem Gehäuse. Das ist die blaue Kurve und man sieht, denke ich mal, sehr gut, wie sich die Impedanz ändert. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass der Lautsprecher, in meinem Fall sind das die 2X15, die hätten eine Gesamtimpedanz von 1 Ohm, aber wie wir sehen können, hat er die 1 Ohm nur irgendwo bei 6, 7, 7,5 Hertz. Ansonsten liegt er deutlich drüber. Und wenn wir jetzt zurückgehen auf unsere 40 Hertz Impedanz, da ist er bei der Kleinsignalmessung, sind wir schon bei knapp 4 Ohm. Was man, denke ich mal, ganz gut erkennen kann. Ne? Also die X-Achse unten, das ist die Frequenz, und die Y-Achse, das ist die Ohmzahl. Kann man ja ganz gut erkennen. Man sieht ganz gut, ein Lautsprecher ändert seinen Widerstand, also die Impedanz, frequenzabhängig. Und ich denke mal, das kann man mit dem blauen Graphen sehr gut sehen. Wir müssen 2 Messwerte ermitteln. Einmal die Spannung und einmal den gemessenen Strom. Und daraus können wir dann errechnen, welche Leistung die Endstufe abgibt und das bei welcher Impedanz, also bei welcher Belastung. Und deswegen brauchen wir auch 2 Messgeräte. Die Messung selber ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe es nochmal kurz zusammengeschrieben. Also die Messgeräte gemäß Schaubild anschließen und richtige Messmodi wählen. Wir machen gleich nochmal zusammen eine Messung bei mir im Auto. Der Maximalspeicher muss bei beiden Messgeräten aktiviert werden. K-HiFi-Anlage einschalten, gewünschtes Sinussignal, zum Beispiel 40 Hertz starten. Und dann kommt Lautstärke langsam hochdrehen, bis die Clipping-LED vom Verstärker angeht. Das heißt, der Verstärker ist dann an der Grenze, wo das Signal nicht mehr sauber ist. Lautstärke wieder runterdrehen und dank dem Max-Speicher an den beiden Displays Strom und Spannung jeweils ablesen und die abgelesenen Werte in die Formeln einsetzen. Tada, wir haben die Messung ermittelt, oder wir haben in der Messung ermittelt, wie viel Watt hat jetzt der Verstärker in dem Moment abgegeben und das an welcher Impedanz. Und vielleicht nochmal als Hinweis, das gilt aber fürs ganze Video, es ist eine einfache Messung ohne Berücksichtigung von Verzerrungen. Also das heißt, wir gucken nicht, ob das jetzt 1% Clipping ist oder 10% Clipping, sondern es ist einfach quick and dirty, schnell und einfach. Wir wollen ja einfach nur an der Clipping-Grenze ermitteln, was die Endstufe leistet. Das Ganze mag jetzt vielleicht ein bisschen komplex klingen, aber es ist super einfach durchzuführen. Ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal zusammen ins Auto, machen mal bei 40 Hertz eine Probemessung und ihr werdet sehen, es ist super easy. Ja, jetzt sind wir hier bei mir im Auto. Ja, ich habe hier eine kleine Kamera an meine Cap montiert. Das ist eine Insta360 Go 2. Ich hoffe mal, dass ihr damit sehr gut sehen könnt, was ich denn eigentlich gleich mache. Ansonsten habe ich jetzt schon mal einen 40 Hertz Ton eingestellt. Hier ist die Fernbedienung. Na, ist natürlich noch nicht Vollgas. Ich hatte ja im Beispiel in der Theorie genannt, wir wollen die 40 Hertz spielen. Ich mache jetzt hier auf, dass er den Track immer wieder wiederholt.
Das ist, denke ich mal, wichtig, weil sonst muss man immer hin und her fummeln. Und ich habe hier die zwei Messgeräte und die schließen wir jetzt gleich an. Das Messgerät hier wird die Spannung messen. Das ist nicht das mitgelieferte Kabel, sondern das ist so ein günstiges, irgendwie von AliExpress oder so, von Banane auf Kroko klemmen. Das funktioniert einfach besser zum Anschluss. Und jetzt stellen wir die Messgeräte ein. Das heißt, wir haben hier stellen wir auf 60 Ampere. Dann muss ich mal kurz gucken. Ich ziehe mal hier diese Folie ab. Sie sind auch brandneu, extra gekauft für das Video hier, damit ich das euch zeigen kann. Wir gehen jetzt mal auf den Max-Speicher und jetzt muss ich mal kurz gucken, wo man hier die... So, jetzt aber AC, Ampere, dann müssen wir nochmal aktivieren, Max, und hier machen wir genau das gleiche, nur hier gehen wir jetzt auf Volt. Auch hier ist noch die Schutzfolie drauf. Und ihr seht es, also dieses kleine Zangenmessinstrument hat alles, was man braucht. Und auch hier wieder natürlich, wir wollen Spannung messen, aktivieren AC, also Wechselspannung, das ist ja nun mal das, woraus unsere Musik besteht. Und auf Max. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach hinten, klappen die Rücksitzbank um und aktivieren dann einfach mal, oder ich bauen die Messgeräte dran und wir schauen einfach mal, was rauskommt bei 40 Hertz bei der Messung. Den Motor mache ich dann nicht an, das heißt, wir haben ein bisschen weniger Strom. Das Voltmeter zeigt 13,8 Volt. Könnte mehr sein, aber nun ist egal. Es geht ja auch nur darum, um zu zeigen, wie es ist. Normalerweise macht man die Prüfung mit laufenden Motoren. Gut, dann drücken wir hier erstmal Pause. Zack. Erhöhen die Geschwindigkeit. Ja, erhöhen die Lautstärke. Nochmal gucken. So, das ist jetzt aber noch, die Endstufe ist quasi noch nicht wirklich eingepegelt. Und ich kann euch das jetzt mal zeigen. Ich drücke jetzt mal Play. Und dann drehe ich so lange hoch, bis die Cliplampe leuchtet. Und das ist dann quasi auch da, wo wir später dann die Messung aufnehmen. Also an der Grenze zum Clipping. So, das ist das, wo wir hinwollen. Ich werde noch mal kurz hier meinen Spannungsdrop, Voltage-Drop-Modus aktivieren. Dann kann ich auch gleich sehen, wie weit wir runtergegangen sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach hinten. Ja, und führen mal die Messung durch. So, hier sind wir jetzt. Das heißt, als erstes schließen wir an eines der Lautsprecherkabel, das sind ja hier die beiden, schließen wir die Stromzange an und hiermit messen wir die Spannung an den Terminals. Ich habe mir extra schon mal so kleine Ringschuhe dran gemacht, damit man einfach besser messen kann.
Und jetzt gucken wir einfach mal, ob es funktioniert im Leerlauf. Das heißt, dass die Endstufe mit dem Gain-Regler oder mit der Fernbedienung ganz runtergedreht ist. So, wir haben jetzt 7,76 und 2,64 Ampere und jetzt fahren wir mal hoch, bis die Clipping-Anzeige läuft. So, und jetzt haben wir auch schon unsere zwei Werte. Oder auch nicht. Hier hat er schon wieder blockiert. Okay, das muss man wissen. Also wir haben 52,3 Ampere, die geflossen sind. Aber der hier hat er sich quasi abgeschaltet durch Overload. Das heißt, der Max-Min-Speicher muss später aktiviert werden. Okay, dann machen wir die ganze Sache nochmal. Und zwar erst, wenn wir so bei 30 Volt sind. Ich hoffe mal, dass er dann das packt. Und machen das gleiche dann nochmal. Okay, jetzt haben wir beide Werte. Also es ist tatsächlich so, dass wenn der Max-Speicher bei dem Teil aktiviert ist, dass er dann nicht mehr automatisch die Bereiche wechseln kann. Also ein Digitalmultimeter hat ja immer verschiedene Messbereiche, 0 bis 10, 10 bis 30 und 30 bis 100 oder 30 bis 200 Volt. Heißt in unserem Fall halt, das waren jetzt übrigens nur Beispiele, heißt in unserem Fall, wir müssen den Max-Speicher erst dann bei 70, 80 Volt einschalten. Gut, jetzt haben wir die zwei Messwerte. 107,2 Volt Wechselspannung, RMS wohlgemerkt, und 52,3 Ampere Wechselstrom. Und daraus können wir jetzt gleich die Werte berechnen und wissen genau, was bei 40 Hertz A für eine Leistung geflossen ist und B, welche Impedanz die Lautsprecher haben. So, bei der Insta360 hat sich gerade die Batterie verabschiedet. Man hätte auch vorher laden können, aber egal. Wir haben ja noch die 360-Grad-Kamera. Okay, ich habe mir mal überlegt, wir rechnen das hier nochmal schnell im Auto aus. Hat man den Taschenrechner gestartet. Das heißt, wir haben 52,3 Ampere mal 107,2 Volt RMS ergibt gleich 5606,56. Okay, bleiben wir mal bei 5600 Watt. Natürlich sind das keine Hochqualitätsmessgeräte, die haben natürlich auch entsprechend eine Messtoleranz, aber wir wollen ja nicht aufs Zehntel Watt genau bestimmen, sondern wir wollen einfach gucken, wie die Richtung aussieht. Also 5600 Watt. Es ist eine 8K Endstufe. Wir haben die 8K an 1 Ohm liefern soll. Wir haben 5600 Watt jetzt gemessen an 40 Hertz. Bleibt noch die Frage, wie viel oder welche Impedanz hat denn jetzt nun der Subwoofer oder die beiden Subwoofer, die beiden X15 V3, die ja in Reihe und in Serie geschaltet sind, sodass ich auf eine theoretische Impedanz von 1 Ohm komme. Das heißt, normalerweise sollte die Endstufe ja perfekt laufen, aber wie ich schon im Eingang sagte, es ist eine komplexe Last und der Widerstand bzw. die Impedanz ändert sich über die
Frequenzen. Und jetzt schauen wir einfach mal, welche Impedanz wir haben. Und das geht auch nach dem Ohmschen Gesetz eigentlich ziemlich einfach. Wir gehen jetzt auf 107,2 Volt und teilen das durch den Strom, 3. Und wir sehen, oh, bei 40 Hertz in dieser Situation lag jetzt die Impedanz bei 2,049. Gut, kann man jetzt aufrunden, also an 2 Ohm. Und das müssten wir jetzt mal mit dem Datenblatt vergleichen der Endstufe, was denn die 1 Ohm Version an 2 Ohm tatsächlich macht. Wir sehen uns gleich wieder drin. So, wie versprochen, jetzt noch mal kurz hier die offiziellen Angaben. Ich bin jetzt hier auf der Seite von JR Labs. Das ist ja, wie ich schon öfters erwähnt habe, der Importeur von Sound Digital hier in Deutschland. Ich habe die Evo X. Das ist die momentan größte Linie, die 8000.1. Ich habe die 1 Ohm Version und wenn ich jetzt hier das mal markiere, zeigt er mir bei 12,6 Volt an 5280 Watt. Ja, wir hatten ja ausgerechnet 5600 Watt. Das heißt, das passt hundertprozentig und die Endstufe macht sogar an 12,4 Volt. Das ist ja quasi die letzte Messung, die wir hatten. 5600, also sogar noch ein bisschen mehr. Und ja, man kann mehr als zufrieden sein mit der Endstufe, was sie leistet. Ja, so viel zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Leistungsmessung im Auto muss nicht teuer sein, ich erwähnte es schon und ich habe es natürlich auch euch entsprechend unten in der Videobeschreibung verlinkt. Diese 2 Stromzangen, die dicker ausreichen für solche Messungen, die auch True RMS können, die liegen bei ca. 50 € das Stück. Und die gibt es noch günstiger, für irgendwie 35 € das Stück. Allerdings ist dann die Stromzange nur für Wechselspannung gedacht, Entschuldigung, für Wechselstrom gedacht. Und wenn man sich solche Messgeräte kauft und noch keine hat, dann sollte man auf jeden Fall meiner Meinung nach sicherstellen, dass man die Messgeräte universal einsetzen kann. Das heißt zum Beispiel auch Gleichstrom messen kann. Das wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn ihr wissen wollt beim Brummen, wie viel eure Endstufe an Strom aufnimmt. Die Vorgehensweise ist genau die gleiche. Ich messe die Spannung, die Gleichspannung, die Batteriespannung an der Endstufe und ich messe den Strom oder ich sag mal, ich packe die Stromzange im DC-Modus um das rote Kabel, also um das Pluskabel und kann damit dann sehen, bei welcher Spannung welcher Strom aufgenommen wird, kann dann daraus auch ermitteln, wie die Leistungsaufnahme ist. Hatten wir ja schon, oder hatte ich ja schon gezeigt. Strom mal Spannung ergibt dann quasi die aufgenommene Leistung. Und wenn ich das im nächsten Schritt, wenn ich dazu noch Lust habe, noch gegenüberstelle, das heißt die aufgenommene Leistung zur abgegebenen Leistung, dann kann ich tatsächlich auch den Wirkungsgrad bestimmen, den die Endstufe aufnimmt. Wenn ihr darüber Interesse habt, mache ich da gerne noch mal ein gesondertes Video zu. Ansonsten hoffe ich mal, dass das Video euch gefallen hat, dass ihr gesehen habt, dass Leistungsmessung im Auto überhaupt nichts Aufwendiges ist und auch gar nicht teuer sein muss. Und ja, ansonsten Kanal abonnieren, Glocke betätigen, liken, kommentieren. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Daniel von Daniels Kramladen. Ciao.